Ja, Leute, ich möchte mich hier mal offiziell nochmal entschuldigen für die schlechte Soundqualität. Ich habe keine Ahnung, woran das liegt. Eigentlich war mein Mikro eingestöpselt und hätte funktionieren müssen. Aber gut, dann genießt trotzdem diese Folge. Und viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zurück hier in Lichten am Lorch bei einer weiteren Folge Cities Skylines. Ja, und ich hoffe, dass wir heute auf jeden Fall mal die 90.000 Einwohner knacken können. Wir haben auf jeden Fall überall hier oben zum Beispiel definitiv genug Platz, damit sich das Industriegebiet noch hier drüben erweitern kann. Das Stromproblem wird sich dort hinten auch weiter beheben, denke ich mal von selber, sobald da Gebäude stehen. Hier oben sind letzte Folge ja ist der Green Garden Square entstanden. Auch ein wunderhübsches Wohngebiet, das momentan noch nicht so sehr besiedelt ist. Also hauptsächlich stehen hier halt die Parks oder andere Gebäude, also Wohnhäuser stehen hier so nicht wie gar keine noch. Ah, da baut sich schon eins hin, das ist aber schön. Können wir uns gleich mal hier angucken. Zwar, das hier ist gering besiedeltes Wohngebiet, Industriegebiet. Holzapfel ist immer noch mein Industriegebiet, mein Forstwirtschaftsindustriegebiet. Hier hinten befindet sich jetzt gering besiedeltes Wohngebiet an den meisten Stellen. Zwischendurch noch Weizacker, eine Farmgegend. Hier natürlich dicht besiedeltes Wohngebiet im Skylines District. Lichten ist ein Gewerbegebiet mit ein paar dicht besiedelten Wohngebieten nebendran und hier oben ein Bürogebiet. Ja, wie gesagt, hier drüben die Butlerhöhen sind ein Bürogebiet. Die habe ich mir nicht umbenannt ausnahmsweise. Wasserufer hier ist mein Stadtgebiet. Und hier hinten gibt's ja das große, interessanterweise noch unbenannte Stadtgebiet. Das sich hier an Kaufrausch angrenzt. Müsste ich eigentlich auch nochmal benennen. Das dicht besiedelte Wohngebiet. Wie sollen wir das denn mal nennen? Das ist echt eine gute Frage. Ich gehe erstmal auf den Vorschlag gleich ein, den mir hier Cities selber vorschlägt. Mal gucken, ob der zu irgendwas zunutze ist, ob der irgendwas taugt. Oder eher nicht. Ja, sonst Ideen selber habe ich gar nicht. Aber Weidenhügel, Entschuldigung, das geht mal gar nicht. Das ist ein dicht besiedeltes Wohngebiet. Sorry, aber no way, Weidenhügel passt halt gar nicht. Wie nenne ich das dann mal? Nein, das kann ich nicht. Also eigentlich wollte ich habe mich notiert, aber ich glaube, das geht nicht, oder? Autobahnia klingt doof. Das ist das. Der Wohnfried zum und da haben wir jetzt die Errungenschaft Megalopolis und das schaltet frei richtig krass viele neue Gebäude. Ja, damit hätten wir das hier erreicht. Auf jeden Fall, das heißt, ich kann jetzt alle Stadtgebiete, die ich möchte, dazu kaufen. Sehr gut. Und ich wollte das trotzdem umbenennen, und zwar das
Ja, das ist jetzt die Wohnsiedlung Assihausen. Passt schon. Etwas politisch inkorrekt, aber ist okay. Strom passt. Wasser. Oh, passt auch. Müll, ja, ist okay. Gesundheitsversorgung, bestens. Feuersicherheit. Wie gesagt, überraschend gut. Bis auf hier im Heizacker hier unten. Im Grund. Naja, das ist auch egal. Polizei. Oh, Gefängnisverfügbarkeit. Heißt das jetzt etwa, ich muss mir Knast bauen oder was? Was hat das denn? Ja gut, also Gefängnisverfügbarkeit steht hier nicht, also es gibt keine. So, Grundschule, jo. Oberschule passt. Uni passt. Also ich transportiere schon eine ganze Menge Leute, 7122 die Woche. Ja, gut, Zug, also das meiste ist wirklich Bus. Richtig krass viel Bus. Aber es wird sich wohl nicht ändern mit der Freizeit. Passt, glaube ich, überall so weit. Ich weiß nicht, ob ich nicht mal irgendwo nur einzigartige Gebäude habe, die ich bauen kann. Ich bräuchte jetzt mal irgendwo hier. Gebäude existiert bereits, ja, habe ich schon gebaut. Na gut. Und Monumente habe ich noch keins freigeschaltet, ne? Bauen Sie Geschäftspark. Ah, genau. Statue der Industrie, Krankenhausplatz, Shoppingstatue. Die Stadt hat -1 Geld, ja, kannst du vergessen. Platz der Toten. Einkaufszentrum. Durchschnittliche Müllberg pro Gebäude, mindestens 25. Och nö, ey. Ich habe keinen Bock, die Achievements dafür zu bekommen. Und ich dafür meine Stadt ramponieren muss. Das ist es mir nicht wert. Und wir haben die 90.000 Einwohner endlich geknackt. Das heißt, wir können hier richtig viel außenrum bauen. So richtig viel hier. Aber da habe ich gerade kein Interesse dran, glaube ich, weil die beiden Gebiete gehören mir auf jeden Fall schon. Das noch nicht. Ja komm, teuer sind die ja nicht so wirklich. Aber ich glaube, das reicht erstmal, um jetzt mal zu gucken. Nach dem Achievement ist der Speed natürlich wieder runtergegangen. Was wir überhaupt noch bauen können, also was überhaupt noch relevant ist in den hinten. Ich denke mal, ich werde jetzt einfach aus Spaß auf jeden Fall werde ich dann mal hier aus Spaß so, hier habe ich jetzt mal aus Spaß einfach eine große Querstraße schon mal gezogen. Was das gleich wird, könnt ihr dann sehen.
Und zwar denke ich mal, so groß braucht das ja nicht sein, das reicht ja, wenn es die Größe hat. Ups. Mann. Also Symmetrie ist schon ein Vorteil. So. Wie soll ich erstmal bisschen. So, jetzt noch einmal. So. Das sieht doch schon mal wunderhübsch aus, oder nicht? Also wie man sieht, baue ich gerne symmetrisch. Das wird jetzt echt mehr so blockmäßig wie New York. Aber ehrlich gesagt, ich finde das cool. Beziehungsweise, naja, gut. Cool ist übertrieben, aber es macht halt einfacher zu bauen und das ist die effektivste Variante zu bauen zumindest. Ja, ne? So, dann kommt auf jeden Fall, wird einmal kurz pausiert hier und weiter geht's, und zwar so, zack, zack. Und wird nur damit das mit der Stadt auch perfekt passt, wird die komplette Autobahn umgelegt. So, jetzt kann ich gleich einmal so visuell ist das zwar nicht so cool, muss ich sagen, finde ich, aber gut. So. Also ja gut, hübsch wirklich nicht, aber Lärmschutzwand ist direkt beim Wohngebiet für eine Autobahn doch schon deutlich besser.
Warum ich das hier hinten noch nicht gemacht habe, weiß der Geier wieso. Obwohl, der weiß es natürlich auch nicht. Aha. So, jetzt ist das auf jeden Fall hier komplett einmal geschallschutzt. Ah, nicht verbessern. Nein, nein, nein. Nein! Geh weg! So, jetzt wird's kompliziert. Das Problem ist, jetzt kann ich irgendwie nicht hier rüber bauen, weil die Entfernung zu gering ist. Das heißt, ich muss doch das Ganze ein bisschen anders bauen. Das ist natürlich jetzt nicht die platzsparendste Variante, das ist mir bewusst, danke. Aber okay. Was auch immer das ist, das muss ich wohl verlegen. Steuerbehörde. Na gut. Ich muss dann wohl mal eben dahin umziehen. Machst du nix. Tut mir leid, wer auch immer da gewohnt hat, wo die Steuerbehörde jetzt ist. Wieso kann ich jetzt keine Straße da bauen? Ja. Mann, Mann, Mann. Also bis hier ging's gerade. Okay, warte. Wir bauen so nah wie es geht. Das heißt, bis hier, denke ich mal. So, warte. Oh Mann. So, jetzt passt. Mann, was für ein Aufwand hier. So. Jetzt sieht's doch schon ganz gut aus. Das heißt, weißt du was? So, ich lasse es weiterlaufen. Hier müsste ja jetzt eigentlich alles angeschlossen werden. So, zack. So, einmal komplett unterwassert.
gerade so am Überlegen, Leute, was man so als nächstes Ziel ins Auge fassen könnte. Ich bin ehrlich gesagt etwas unsicher, weil ich echt nicht genau weiß, was ich so als nächstes noch bauen könnte. Dementsprechend, ja, könnten diese eventuell mit die letzten Folgen von Cities werden. Es tut mir leid, Leute, aber ich glaube, das hilft wirklich alles nichts, wenn ich nicht mehr weiß, was ich bauen muss, oder bauen will. Wisst ihr, das ist dann schon blöd, wenn man so total entschlusslos oder ohne Ideen, das ist total nervig. Und ich sage mal so, wir haben alle Ziele, die das Spiel selber setzt, die Megalopolis da, erreicht. Das heißt, klar, man könnte jetzt sagen, man setzt sich eigene Ziele, man möchte hier halt zum Beispiel alle Monumente bauen. Das Problem dabei wird nur sein, dass ich zum Beispiel die Stadt in Schulden stürzen muss, damit ich das hinbekomme. Und dafür müsste ich die komplette Stadt ruinieren. Und das kann ich einfach nicht machen. Nicht guten Gewissens, das tut mir leid. Aber das kann ich nicht. So, baue ich direkt neben das Krankenhaus 2 Krematorien. Läuft. Tja, Leute. Ach ja, die passt mal wieder nicht rein, weil das blöde Ding zu groß ist. Das ist doch super. Hier wohnt noch keiner, aber ich baue schon alles voll mit Gebäuden. Das ist super. Auf jeden Fall. So, genau, hier entsteht nämlich dann ein neues Wohngebiet. Aha, und dafür fehlt noch was, genau. Und zwar Hack, 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 Hack. So, damit es nicht langweilig wird. Anderer Part, anderer Part, anderer Part. Die Menge Parks, die ich hier verbaue, ist crazy, ich weiß, Leute. Aber glückliche Bürger sind gute Bürger. Und daher, denke ich mal, passt das mit den Parks schon. Ja. Und weiter geht's. So. Efeutviertel? Nein. Ich habe einen viel lämmeren Namen. Und zwar nennt sich das Ganze Livington Square. Weil es halt quadratisch ist und weil da Leute wohnen. Ja, das heißt, ich habe jetzt die Wohnsiedlung Assihausen.
Kaufrausch, Livingston Square hier unten, wo bestimmt keiner einzieht, weil, oh Gott, wo kommen denn die ganzen Schulden her? Okay. So schnell wie sie gekommen sind, gehen sie auch wieder. Das stimmt mich fröhlich. Finde ich gut. So. So, genau. Ich habe jetzt hier mal noch eine neue Pumpstation hingebaut. Ich weiß nicht, ob ich eine neue noch ein neues Abwasserrohr brauche oder ob die Klärwerke alles will. Deswegen packe ich da mal vorsorglich noch ein neues Kackerohr hin. Ja. Wasserverfügbarkeit steigt, Abwasserklärung steigt. Ich denke aber, erstmal reicht das. Und, tja, im Livingston Square hat sich natürlich noch nichts getan. Ist ja logisch. Wie gesagt, das wäre der Sinn, hier in einem neuen Wohngebiet einzuziehen, wenn hier oben im Garden Square noch nicht mal bewohnt ist. Deswegen, und auch deswegen, weil ich halt jetzt nicht mehr wirklich etwas machen kann, denke ich mal, werde ich das Let's Play mit dieser Folge vorerst beenden. Ja, dann genießen wir noch die letzten Minuten hier in Lichten am Lorch. Und dann kündige ich jetzt schon mal an, dass es dann ab nächste Woche ein neues Projekt geben wird. Nicht minder spannend, aber doch anders. Ein Spiel, das vielen bekannt sein wird, zumindest eine der Varianten. Und das ist ein Spiel, ich werde es euch noch nicht genau verraten, davon gibt es einige in der Rangfolge, also das in der Riege. Und das ist definitiv auch wieder eigentlich ein Aufbaustrategiespiel. Und ja, dann genau, das ist ich weiß gar nicht, wie viel Teil von diesem Spiel. Ich habe mehrere davon schon privat gespielt, diesen Teil bis jetzt noch nicht, den ich dann mit euch let's playen werde. Und ja, dann schauen wir uns einfach nochmal ein bisschen um. Lichten am Lorch. Hier unten im Livingston Square geht gar nichts ab. So. Dann hier oben Wasserufer. Tja. Eigentlich ganz hübsch alles, muss ich schon sagen. Hier unser Güterbahnhof mitten in der Stadt. Zwischen Wohnsiedlung Assihausen und dem Stadtkern liegt der Güterbahnhof. Wie treffend. Ich finde das ganz hübsch, dass es auch unterschiedliche Straßen, unterschiedliche Straßenlampenfarben haben. Dass die Dreifachstraßen halt die weißen haben. Ich hätte vielleicht am liebsten sogar fast nur mit weiß gebaut, weil ich das hübscher finde irgendwie. Klar, das Orange ist das wärmere Licht, aber das Weiße finde ich doch als Straßenbeleuchtung eigentlich hübscher. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß zuzuschauen, wie ich hatte beim Spielen von Cities Skylines. Leider beende ich dieses Projekt, weil ich ja, wie gesagt, nicht mehr weiß, was ich genau noch erreichen kann, was ich noch machen soll. Vielleicht habt ihr noch Vorschläge, aber bis dahin werde ich das erstmal beenden. Und ich sage dann auf jeden Fall auf Wiedersehen und vielleicht sieht man sich nochmal. Tschüss.